Eigentlich bin ich ein ganz normaler Typ. Irgendwann einmal bin ich draufgekommen, dass mir das mit den Seilen ganz gut gefällt und dass ich damit eigentlich sehr schöne Kommunikationsmöglichkeit mit einem Partner habe. Und das war eigentlich dann mein Zugang zu Shibari. Viel mehr war es nicht. Und ansonsten habe ich einen ganz normalen Job. Möglicherweise doch eine Kleinigkeit. Ja. Ich versuche meine Leidenschaft anderen beizubringen, weil mir das so gut gefällt und weil ich sehe, dass in der heutigen Welt eigentlich zu wenig Kommunikation, und zwar echte Kommunikation, intensive Kommunikation stattfindet. Da gibt es Paare, die sind mehrere Jahrzehnte zusammen und trotzdem reden die eigentlich nicht mehr miteinander. Reden vielleicht schon. Aber so richtig gefühlsbetonte Kommunikation findet nicht statt. Und in meinen paar Jahren, wo ich das jetzt mache, habe ich dann festgestellt, dass für solche Paare manchmal eine Welt aufgeht, wenn man denen Shibari beibringt. Und das mag ich. Von den meisten Leuten, die wir da halt, also die uns besuchen, wird ja angenommen, dass Shibari einfach eine Form ist, wie man kunstvoll ein Seil auf einen Körper bekommt. Und das ist ja fürchterlich kompliziert, aber danach hat man ein hübsches Muster, macht man ein Foto und alles ist toll. Mir geht es aber darum, diesen Leuten beizubringen, dass Shibari eine Kommunikationsform ist, dass man seine Energie, seine Emotionen mit dem Partner teilt und auf der anderen Seite, dass man sich die Emotionen mit Hilfe des Seils vom Partner holt, dass man quasi auf der Suche ist, modernes Wort dafür ist irgendwie Mining, dass man schaut, wer ist der Partner überhaupt und mit dem Seil schafft man das dann ganz gut, diese Emotionen von dem Partner zu bekommen. Und das ist genau das, was ich halt versuche, den Leuten beizubringen. Manche nehmen es an, andere wieder nicht. Die wesentlichen Elemente für mich ist eben die Zusammenarbeit mit dem Partner. Also nicht einfach sein Ding durchzuziehen, sondern herauszufinden, was der Partner wirklich benötigt. Und wenn das zu meiner Gefühlslage dazu passt, dann habe ich mit diesen Menschen dann eine wunderschöne Zeit. Ja, es ist schwierig, es ist tatsächlich schwierig, mit dem jemandem das so beizubringen. Es wirklich konkreter zu benennen, ja, fällt mir momentan ein bisschen schwer. Es ist einfach dieses Zuhören. Heute sind wir durch den Stress, den wir haben, durch diese Konsumgesellschaft, habe ich selbst einen Prozess durchlebt, seit ich Shibari mache. Das ist eben dieser Mangel an dieser Fähigkeit, dem Gegenüber zuzuhören. Man meint immer, man muss was tun, man muss auch dem Partner was Gutes tun, aber immer aktiv, nicht den Partner kommen lassen. Und da gibt eben Shibari Kinbaku wunderschön die Möglichkeit, dass man dem Partner einfach die Zeit, den Raum lässt, dass er sich selbst entfaltet. Und das wiederum gibt jetzt mir als Fessler ebenfalls die Ruhe. Und man kommt wunderbar runter, man kann sich wunderbar entspannen und macht das aber trotzdem gemeinsam. Ohne dass ich jetzt aber zu aktiv werde und meine, jetzt muss ich hier da noch was machen, jetzt muss ich noch hier was machen, jetzt muss ich meinen Partner hier anfassen, da noch ein Seil hinlegen. Das glaubt man zwar, wenn man sich mit Shibari nur oberflächlich beschäftigt, aber je tiefer man in die Materie hineingeht, umso mehr merkt man, dass es oftmals das Nichtstun ist, was die Besonderheit an Shibari ausmacht, also dass man dann den Partner einfach die Möglichkeit gibt. Man ist quasi als Fessler ein Wegbereiter und die Türen selbst macht aber dann der Partner sich selbst auf. Also das ist
Ja, wenn ich das jetzt so daher schwafel, klingt das halt alles ein bisschen komisch, aber es gibt ja auch bei dem Osada Ryu, das ich da mache, diesen Punkt, dass das alles, was mal niedergeschrieben werden kann, kann nicht gut sein. Das heißt, manche Dinge sind tatsächlich schwer zu erklären und eröffnen sich erst dann, wenn man es macht, beziehungsweise wenn sich diese Philosophie jemandem offenbart. Aber Tatsache ist, dass es eine wunderbare Sache ist, wenn man einmal dorthin kommt und das auch so tun kann, dass man eben nicht einfach was macht, sondern dem Partner diesen Raum lässt. Die Ästhetik des Shibari findet für mich auf mehreren Ebenen statt. Das ist zum einen die offensichtliche Ästhetik, sprich ich nehme einen Menschen, es muss ja nicht immer eine Frau sein, in meinem Fall sind halt Frauen, und verschönere diesen Menschen mit Seil. Auf der einen Seite, dass das Seil tatsächlich zur Wirkung kommt, sprich es gibt ja da hübsche Muster, die man fesseln kann, und auf der anderen Seite, dass man den Partner in hübsche Posen bringt oder und auch hübsche Umgebung. Gibt es ja dann immer wieder so Bilder unter einem Kirschbaum und ganz tolle Sachen. Das ist einmal das eine. Das ist das Bildliche, das merkt auch jeder, der sich damit nicht auskennt, das ist einfach ein hübsches Bild. Auf der anderen Seite ist es die weniger offensichtliche Ästhetik, sprich wie sich der Mensch dann öffnet. Das sind ganz kleine Reaktionen, das ist die Atmung des Partners, die dann durchaus synchron mit der eigenen Atmung ist. Zur Ästhetik zähle ich auch dazu meine Freude, wenn ich es geschafft habe, dem Partner sich öffnen zu lassen und ich merke, dass es dem Partner jetzt wirklich gut geht, dass er sich fallen lassen kann. Und zur Ästhetik zähle ich auch dazu, wenn man eine schöne Zeit hatte und irgendwann mal dann doch wieder eine Uhr findet, auf die man draufblickt, und da sind dann auf einmal Stunden vergangen und man hat das überhaupt nicht mitbekommen. Das alles zähle ich zur Ästhetik des Shibari. Was das Wichtigste ist, glaube ich, kann nur jeder für sich selbst herausfinden. Ich betreibe mit meiner Partnerin eine Schule und obwohl wir einen bestimmten Stil lehren, versuchen wir trotzdem nicht zu dogmatisch zu sein. Das heißt, wir versuchen herauszufinden, was das Paar braucht, und wenn es in dem Spektrum, in dem wir uns bewegen, hineinpasst, dann bringen wir dem Paar das bei. Gleichzeitig versuchen wir aber Grenzen zu verschieben und meinen dann, versuch das mal. Und damit gibt es natürlich für jeden Menschen was Unterschiedliches. Für mich ist es aber definitiv die Ruhe und eben dieser Emotionstransport über das Medium Seil. Das Seil an sich tritt in den Hintergrund. Also auch als ich mit Shibari begonnen habe, kam es mir natürlich hauptsächlich auf schöne Bilder an. Die Fesselung hatte schön zu sein und ein tolles Bild haben wir dann gemacht. Jetzt ist es mir eigentlich wurscht, wie das Ganze aussieht. Wichtig ist nur, dass es eine Synchronisierung gibt zwischen mir und dem Partner. Und wenn die klappt, wenn das quasi dann im Einklang ist, dann ist es das, was für mich das Wichtigste ist am Shibari. Jein. Natürlich versucht man dann, dass das auch dann hübsch aussieht, weil das ist so eine Wechselwirkung, das ist so ein Spiel, denn wenn es funktioniert, dann kann man sich durchaus auch der Fesselung an sich widmen. Und es gibt ja einfach so viele verschiedene Trainingsprogramme,
Programm oder im Lehrprogramm nennen wir es Übungen. Wenn man es dann für sich macht, ist es ja keine Übung, da ist es ja dann tatsächlich der Prozess, den man dann mit seinem Partner da durchgeht. Da sieht man, also da kann man dann durchaus sich wieder ein bisschen auf das Seil konzentrieren. Wenn man dem Partner die Ruhe gönnt, dann kann man sagen, na gut, dann gehe ich mal da rum und dann sieht es noch dazu hübsch aus. Es gibt dann ja auch so nette Geschichten, dass man irgendwo einen Spiegel hat und dreht man dann den Partner hin, der da total in seiner Lala-Welt ist und sagt dann, öffne doch mal die Augen und dann sieht man, dass das doch auch recht schön geworden ist. Manchmal ist es aber tatsächlich komplett irrelevant, also wie das Seil dann geht und selbst da ist eine bestimmte Ästhetik da. Das ist was mich immer so fasziniert und für mich so High-Level von Shibari ist. Das ist, wenn man eine Fesselung sieht, die auf den ersten Blick aussieht wie, auf gut altwienerisch, die totale Wurstlerei, also irgendwie nur Wildseil. Und dann sieht man aber, okay, es dürfte aber nicht anders liegen. Das heißt, es ist dann trotzdem richtig. Und das ist dann schon sehr schwierig, wenn man das erreichen will. Aber da sind wir jetzt bei der reinen Optik. Das hat dann mit dieser Gefühlswelt nichts mehr zu tun. Allerdings ergibt das eine oftmals das andere. Und dann ist man selbst überrascht, wie schön, auch optisch schön die Fesselung ist, obwohl man überhaupt nicht darauf geachtet hat, wie das Seil jetzt kommt. Für mich Porno nicht. Ich weiß, dass das Shibari ja hauptsächlich aus der Pornoindustrie entstanden ist. Da muss ich aber sagen, das hatte für mich aus Sicht der Pornografie nie einen Reiz. Kunst definitiv. Also wenn es jetzt darum geht, auch schöne Bilder zu machen. Man kann es durchaus als Kunst sehen, wenn man es schafft, mit dem Partner eben so eine Zweisamkeit zu erschaffen, die ja, einfach geil ist, einfach toll ist und ist möglicherweise Kunst. Performance definitiv auch. Ich würde es nur nicht auf das reduzieren. Also ich selbst mache sehr gerne Performances, aber weniger, um jetzt da irgendwie auf der Bühne anzugeben, sondern mir gefällt auch dieser akrobatische Bereich von Shibari, weil es doch ja, gewisses Training ist und wenn man dann was Hübsches gemacht hat und es hat funktioniert, dann ergibt es dann schon ein ganz tolles Gefühl, gemeinsam mit dem Partner. Also da freut man sich, hey, das ist jetzt ganz toll gegangen. Und es ist tatsächlich so, dass es mir und meinem Partner da eigentlich gar nicht einmal so großartig um das auf der Bühne stehen geht, sondern man blendet das ja alles weg, was da außerhalb der Bühne ist. Sondern man ist trotzdem zu zweit, aber es ist einfach ein anderer Ansatz. Und das ist dann echt schon cool. Ansonsten, was für mich noch wichtig ist, warum auch immer, kann ich selbst nicht erklären, das ist diese leichte missionarische Einstellung von mir, weil mir eben dieses Shibari so gut gefällt, dass ich das ganz gerne anderen beibringe und da glaube ich, hänge ich mich sogar ganz schön ins Zeug, damit ich das den Leuten wirklich beibringe, auch wenn es oftmals schwierig ist, weil nicht jeder gleich mal versteht, worum es gehen kann. Betonung liegt auf kann, weil ich drücke das ja niemanden rein und sage, so musst du es machen, weil nur dann ist es super. Ja. Aber einfach zu zeigen, schau, da gibt es was, mit so einem Stück Seil kann man da ganz tolle Sachen machen, mit dem Partner hat er schöne Zeit. Ja. So wie ein Tanzlehrer quasi. Also typische Kategorien sind für die Kunst. Also wenn ich Shootings mache, sei es jetzt Auftrag, gut okay, da bin ich dann einfach nur ein Arbeiter, oder für mich, das ist mir dann schon auch wichtig,
Da trainiere ich quasi einen anderen Teil an mir, beziehungsweise befriedige eine ganz spezielle Richtung, die ich brauche. Das ist ein Modus. Dann natürlich Performance. Da ist für mich die Dynamik da. Das wäre jetzt so, als würde ich tatsächlich irgendwie mit jemandem die Nacht durchtanzen. Da kann ich mich bewegen. Das sieht dann auch ganz anders aus. Ein Modus ist natürlich das Lehren. Ich gebe zu, ich bin gern Shibari-Lehrer. Ich mache das sehr gerne. Da geht man wieder anders an das Thema ran und dann natürlich wirklich das erotische Fesseln mit meinem Partner, wo ich dann versuche, meine Bedürfnisse komplett in den Hintergrund zu stellen und schaue, dass ich herausfinde, was mein Partner jetzt braucht. Das ist total unterschiedlich, weil wir hatten vielleicht einen guten Tag, dann geht man anders an die Sache ran, als wenn wir beide oder einer von uns beiden einen schlechten Tag hatte. Dann ist es erst recht wichtig, dass man da einen schönen Einstieg findet und dass man das hübsch macht und eine schöne Zeit hat, weil dann wird aus dem vielleicht schlechten Tag dann ein guter Abend. Und das ist dann für mich eigentlich ja, schon das Wichtigste. Interessant, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Ja, wie gesagt, Sexwerker würde ich mich nicht nennen. Performer. Ich mache zwar Performances, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt der große Performer bin. Dafür nehme ich mir zu wenig Zeit, um Performances vorzubereiten. Im Prinzip mache ich bei Performances nichts anderes, als was ich sonst mache. Wenn ich für eine Bühne gemietet bin oder mich auf die Bühne stelle, dann fessle ich einfach und schaue, was dabei rauskommt. Da gibt es andere, die erzählen Geschichten, lassen sich Zeit, um Geschichten zu entwickeln und so. Also das mache ich eigentlich nicht. Ansonsten ist es Fesseln als Privatmann. Also eben, es ist ein Teil meiner Erotik, ein Teil meiner Sexualität. Und das setze ich halt mit meinem Partner um. Und wenn wir es jetzt an der Zeit, die ich dafür verwende, messen, dann bin ich Lehrer. Also das mache ich sicher am meisten. Da mache ich mir auch am meisten Gedanken. Was kann ich verbessern? Wie kann ich jetzt unterschiedlichen Menschen, weil es sind immer unterschiedliche Menschen, meine Leidenschaft nahebringen. Und da wende ich eigentlich die meiste Zeit auf. Also eigentlich würde man wahrscheinlich, wenn mich jemand analysiert, dann würde der wahrscheinlich sagen, ich bin Shibari-Lehrer, weil das mache ich sicher am meisten. Naja, was bedeutet mir Shibari? Ganz einfach erklärt, ich habe alle anderen meiner Hobbys, und das waren nicht wenig, für Shibari aufgegeben. Reicht das? Ja, natürlich mal weiter ausholen. Mein Freund Umino, der war in der Zeit, als ich begann, und da gab es eigentlich de facto fast keine Shibari-Szene im deutschsprachigen Raum. Die war sehr, sehr klein. Ich musste auch weit reisen, damit ich jemanden finde, der mir da was beibringt. Und da haben mich die Bilder und vor allem die Kommunikation mit Umino sehr beeinflusst. Also das hat mir sehr gut gefallen, was ich da gesehen habe. Und dann kam ich eigentlich sehr schnell zu Osada Steve. Und der hat mich eigentlich am allermeisten beeinflusst. Ich lehre auch seinen Stil. Und dann waren es eher so Kleinigkeiten. Also jetzt nicht die Personen an sich und nur das, was sie gemacht haben, sondern man hat sich dort ein bisschen was abgekupfert oder man hat da gefunden, das ist eine tolle
Bewegung, Pose, ein toller Ansatz, ein Gesichtsausdruck, der mich fasziniert hat. Und da gab es mehr und ist auch nach wie vor so. Sieht man irgendwas oder lernt eine Person kennen, deren Einstellung kennen und dann meint man, hey, daran habe ich noch nicht gedacht. Also da würde das jetzt wahrscheinlich den Rahmen sprengen, da die Namen aufzuzählen und die jeweiligen Situationen. Meine Motivation, Shibari zu machen, ja, eine schöne Zeit zu haben. Das ist mir das Allerwichtigste. Mit Menschen, die ich mag. Autsch. Mein persönlicher Fesselstil. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das vor der Kamera sagen will, weil ich eigentlich mit meinem persönlichen Fesselstil so überhaupt nicht zufrieden bin. Weil ich meine, dass ich für die Zeit, also in der ich das mache, eigentlich zu wenig entwickelt bin. Warum auch immer, aber ich glaube, ich muss da noch sehr, sehr, sehr viel lernen. Ja, wenn ich das wüsste. Keine Ahnung, ich fühle mich manchmal ja, so. Okay, also ein Beispiel fällt mir ein. Wenn ich jetzt sehr intensiv mit einer Frau fessle und ich merke, dass ich eine Reaktion von meinem Partner versäumt habe. Also ich fessle und es heißt ja immer, das Zeitempfinden von Fessler und Gefesselten ist unterschiedlich und das ist auch so. Und als Fessler meint man immer, man muss tun, man muss tun, man muss tun, man ist quasi zu schnell. Und wenn man diese Reaktionen nicht abwartet, dann verbockt man sich einfach. Und man lässt Chancen und Möglichkeiten verstreichen. Und das merkt man aber durchaus. Und wenn ich das merke, dann bin ich stinkesauer. Und für mich ist es dann, wäre es quasi so der Gipfel und dann würde ich sagen, okay, jetzt habe ich meinen Fesselstil so weit entwickelt, dass ich zufrieden bin. Wenn ich diese Chancen nicht mehr verstreichen lasse, beziehungsweise merke, okay, jetzt habe ich oder jetzt glaube ich, alles ausgenutzt zu haben, was möglich war. Aber, soweit ich mich kenne, werde ich wahrscheinlich nie zufrieden sein. Und ich glaube aber auch, dass das ganz gut ist, weil in dem Moment, wo man sich zurücklehnt und meint, jetzt habe ich einen super Fesselstil, dann bewegt man sich eigentlich zurück. Und aus dem Grund habe ich nichts dagegen, dass ich quasi immer wieder was Neues finde und auch versuche, das dann in meinen Fesselstil zu integrieren. Bin aber auch nicht auf der Suche nach also auf der Jagd nach irgendeinem Phantom, weil im Großen und Ganzen gefällt mir sehr gut, was ich mache und habe auch Spaß daran. Aber ich mag halt natürlich dann schon immer wieder besser werden. Die Entwicklung, glaube ich, war sogar sehr tiefgreifend. Ich höre viel mehr zu, und zwar jetzt sowohl akustisch als auch, dass ich den Menschen, der mir gegenüber ist, mehr beobachte. Ich stelle mich selbst mehr in den Hintergrund, also bin viel mehr in der Beobachterrolle. Ich glaube, dass ich ruhiger geworden bin, seit ich Shibari mache. Und es ist tatsächlich ein ganz wichtiger Bestandteil von meinem Leben geworden. Wahrscheinlich auch ein wichtiger Bestandteil von meiner Persönlichkeit. Und ich möchte es nicht missen. Naja, da gibt es verschiedene Motivationen. Das eine ist, es gibt natürlich jetzt einen Hype. Irgendwer hat auf RTL 2 eine Doku gesehen und meint, ist das cool. Dann suchen sie halt einmal danach. Wobei ich sagen muss, ja, die halt nur meinen, es ist cool, die bleiben dann eh nicht lang.
diejenigen, denen man das dann vermitteln kann, dass ein bisschen mehr dahinter ist, außer dass man da was lernen kann, womit man dann im Swingerclub der King ist. Dann gibt es dann schon was. Also wenn denen dann, wie wir da halt sagen, der Knopf aufgeht und dass man da eine neue Kommunikationsform mit dem Partner hat. Ansonsten, es ist natürlich eine Modeerscheinung geworden. Auf der anderen Seite bleiben bei uns aber doch sehr viele Leute, die eine ganz neue Art des ruhigen Zeitvertreibs gefunden haben und eben dann Paare, die sich neu gefunden haben. Das klingt fürchterlich esoterisch, aber es ist tatsächlich so und das freut mich und meine Partnerin dann schon enorm, wenn man halt die Paare einmal kommen sieht und dann vielleicht nach 1, 2 Jahren, wie sich das dann entwickelt hat und wie sie das eigentlich dann aufnehmen konnten. Und wenn man sie dann in dieser Entwicklung da begleitet, also das ist schon schön. Die meisten kommen eben aufgrund dieses, ja, ich habe es eh schon erwähnt, dieses Hypes, dass das doch ein bisschen eine Modeerscheinung geworden ist. Ruhe zu finden. Also in dieser aufgewühlten Welt einfach einmal abzuschalten und das Kommando abzugeben. Das ist sicher die Motivation von vielen Menschen, die sich fesseln lassen. Da muss natürlich viel Vertrauen da sein, dass diese Situation nicht ausgenutzt wird. Denn viele glauben, das muss dann sofort in Sex enden. Ist natürlich nicht der Fall. Manche wollen das, manchmal passiert es auch. Aber es ist einfach dieses das Abgeben, auslassen und zur Ruhe zu kommen. Und das gibt doch recht vielen recht viel. Also das ist sehr interessant festzustellen und ich gebe auch zu, dass mir das sehr viel Freude bereitet und auch mich dann von da oben irgendwo wieder darunter bringt, weil ich ja gemeinsam mit dem Menschen ruhiger werde. Wie ich das weiß, weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist es Empathie, wobei ich mal von mir aus, also ich versuche mich in den Partner hineinzudenken und hineinzufühlen, beziehungsweise ich bekomme ja Signale, jede Menge. Und die versuche ich zu interpretieren. Und wenn das jetzt eine Person ist, die ich nicht kenne, dann schalte ich nochmal 10% runter und bis jetzt gab es da eigentlich noch nie ein Problem und manchmal habe ich schon gehört, na, da hättest du ja noch weitergehen können. Allerdings darf man eines auch nicht vergessen, man muss schon auch als Fessler selbst aufpassen, dass man nicht ausbrennt. Also wenn ich dieses Geben und Nehmen der Gefühle ist ja bidirektionale Geschichte. Es ist ja nicht nur so, dass ich jetzt der Fessler bin und ich hole mir da jetzt wie ein Vampir sich das Blut holt, da die Emotionen von meinem Partner, sondern ich stecke enorm viel von meinen Emotionen in den Partner hinein. Und wenn ich da jetzt das einfach nur so in die Welt herum machen würde und bei jedem Partner so mit Vollgas reingehen würde, dann brennt man tatsächlich aus. Also ich suche mir meine Fesselpartner schon aus und in den meisten Fällen bleibt es eben dabei, dass wir da bei den Seilen bleiben und ich gehe eigentlich dann nicht weiter. Und das hat sich ganz gut herausgestellt. Gar nichts. Ich erwarte nichts von ihnen. Das würde erstens einmal dem widersprechen, was wir lehren. Und
von diesem Lehrinhalt bin ich auch überzeugt. Also das ist nicht einfach nur irgendwas, was auf dem Papier steht und dann quasseln wir das stupide runter. In dem Moment, wo ich so wenig Erwartungen wie möglich habe und wenn geht gar keine, schwierig in der heutigen Zeit, aber das ist zum Beispiel auch so ein Prozess, wo ich da an mir arbeite, dass ich meine Erwartungen immer tiefer setze, dann wird diese Session, blödes Wort, aber ist halt so, nur dann kann sie eigentlich gut sein. In dem Moment, wo ich Erwartungen reinsetze, dann kann es aus meiner Sicht nur schief gehen. Und was ich schon mache ist, und das ist jetzt rein aus dem Gefühl heraus, ist, dass ich mir Fesselpartner ansehe. Das heißt, ich weiß im Vorfeld schon, okay, mit dieser Person wird das schön werden und darum mache ich das jetzt. Oder mit dieser Person brauche ich erst gar nicht anfangen und dann tue ich es auch nicht. Also ich fessle nicht alles, was nicht bei 3 auf dem Baum oben ist, sondern ich suche mir das schon ganz präzise aus und mit der Erfahrung lernt man dann auch, okay, gut, mit dieser Person wird das auch funktionieren und mit einer anderen vielleicht nicht. Und da ist es mittlerweile so, dass das eigentlich zu 100% passt. Also da wüsste ich gar nicht, wann das letzte Mal war, aber da wurde ich eigentlich noch nicht enttäuscht. Ja, natürlich habe ich schon öfters darüber nachgedacht, mit dem Fesseln aufzuhören, denn man begibt sich mit dem Shibari auf enorm dünnes Eis, weil ich habe es einmal so gesagt vor langer Zeit, mit dem Seil ist es für mich die beste Möglichkeit, in die Seele meines Gegenübers zu blicken. Nicht immer gefällt einem dann das, was man sieht. Und auf der anderen Seite kann man, wenn man mit vielen Emotionen fesselt, kann man nicht irgendwie eine Wand aufbauen und nichts von seinen Gefühlen zulassen. Das heißt, der Partner weiß dann genauso viel von mir, wie ich von meinem Partner. Und das kann schon zu sehr starken Gefühlen führen und dann, Problem ist jetzt das falsche Wort, aber dann kann man nicht einfach sagen, ja okay gut, das war's, wir hatten eine schöne Zeit, tschüss. Da arbeitet schon recht viel in einem und wenn man jetzt wie ich sage, den Fehler macht und das mit zu vielen Menschen, unterschiedlichen Menschen betreibt, dann kann einem das zu viel werden und dann braucht man einfach wieder Ruhe. Wir haben da vor kurzem mal so das Wort Rigger Burnout kreiert und wenn ich mir jetzt so mein Umfeld ansehe, meine Kollegen ansehe oder Kolleginnen ansehe, das gibt es tatsächlich. Also man muss da schon Hölle aufpassen, dass man sich da nicht verausgabt. Das Extremste, was mir passiert ist, in welcher Hinsicht? Da gibt es verschiedene Sachen, je nachdem, wie man es betrachtet. Also zum Beispiel, dass ich mir auf einer Performance einmal so verletzt habe, dass ich nicht gewusst habe, wie ich weitermachen soll und dann habe ich es aber trotzdem durchziehen müssen. Das ist sicher extrem gewesen. Und auf der anderen Seite, wenn man sich doch mal hinreißen lässt und man fesselt eine Partnerin von einem Partner, also man ist da in irgendeiner Situation, wo ein Paar auf jemanden zukommt und sagt, würdest du meine Partnerin fesseln, sie würde das gerne erleben. Und dann wird es so intensiv, dass der Partner total verwirrt ist und das überhaupt nicht mehr versteht, dass er da auf einmal eine neue Partnerin hat, weil so kennt er sie nicht und die beiden sind aber 20 Jahre verheiratet. Als ich das erste Mal erlebte, war das sicher ein extremes
Erlebnis für mich. Also da wusste ich nicht, was ich da tatsächlich auslösen kann. Zugegeben, seit dem Zeitpunkt bin ich auch extrem vorsichtig, was das betrifft. Aber das war, wenn ich mich so zurückerinnere, wahrscheinlich meine extremste Erfahrung, dass ich da einfach nur, ich habe da gefesselt und es war eigentlich alles harmlos und das ist immer schöner geworden, immer schöner geworden, immer schöner geworden. Und erst als ich dann aus meiner Lala-Welt wieder rausgekommen bin, habe ich dann eben gesehen, gut, der Frau ist es wirklich gut gegangen, der hat sich wohl gefühlt und dann habe ich einen Ehemann gesehen, der nur so da gestanden ist und mir dann später dann eben erzählt hat, also damit hat er jetzt nicht gerechnet. Ganz ehrlich fällt mir jetzt nicht ein. Ich habe sicher schon einige Sachen gemacht, wo ich dann im Nachhinein gesagt habe, gut, okay, das mache ich nicht mehr. Nee, da müsst ihr jetzt wirklich nachdenken. Ja, gewisse, die idiotischsten Sachen, also wo ich mich dann im Nachhinein ärgere, sind meistens Auftragsarbeiten. Also wo jemand auf einem zukommt und sagt, okay gut, ich gebe dir so und so viel Geld und wir machen das dann. Weil da ist man dann tatsächlich der Sklave von demjenigen, der den Auftrag gegeben hat. Und da ist es leider so, dass die wenigsten verstehen, dass niemand versteht, worum es geht. Und die glauben dann, ja, da machst du noch das und machst du noch das, machst du noch das und sehen aber gar nicht, dass das Model schon ja, kurz vorm Kollaps steht. Und wir hatten mal ein Shooting von einem Auftragsgeber so in einem Hochhaus und das ist dann wirklich fast schief gelaufen. Also das war schon sehr grenzwertig. Das würde ich heute auch nicht mehr so machen und jetzt ist es eben so, dass ich Aufträge bekomme. Zum Beispiel irgendein Student möchte kopfüber in einem Stiegenhaus im 5. Stock runterhängen, nur an den Beinen und also nur an den Füßen. Und da habe ich dann gleich mal abgesagt, weil mir gibt es nichts, mir hat das nicht gefallen. Er hat also Vorabzüge mir geschickt und ähnliche Situationen hatte ich eben früher, wo ich mir gedacht habe, okay gut, ja, das schaffe ich schon, das ziehe ich durch. Und dann währenddessen ist mir dann draufgekommen, dass dann die Vorstellungen von dem Fotografen, Regisseur, wie auch immer, so irrwitzig waren, dass ich mir dann gedacht habe, nö, das mache ich nicht. Und da lasse ich mich jetzt auch dazu nicht mehr zwingen. Also da habe ich kein Problem, dass ich dann am Set mich dann noch umdrehe und dann sage, nee, mache ich nicht. Hab Spaß. Denn das vergessen viele, dass es eigentlich immer Spaß machen muss. Auf der einen Seite ist es gut, dass es, nennen wir es, Schulen gibt, also verschiedenste Stile, die man lernen kann, dass es immer mehr Lehrer gibt. Das Problem daran ist oftmals, dass man sich selbst dann so Scheuklappen aufsetzt und dann sagt, naja, aber der Lehrer hat ja das gesagt, also so muss es sein. Oder auf der anderen Seite haben wir dieses höher, schneller, weiter, gerade beim Shibari. Also es gibt Länder, da ist es noch schlimmer als bei uns, wo man glaubt, man muss da noch was draufsetzen. Und die Lust, die Freude tritt dann komplett in den Hintergrund. Und darum sagen wir immer, ganz egal, was ich jetzt in meiner Funktion als Lehrer zum Beispiel dir gesagt habe, wichtig ist, dass ihr Freude habt. Und wenn das passt, was ihr beide macht, oder es können ja auch mehrere Personen sein, meistens sind es zwei, darum beide, und ihr daran Freude habt und es ist sicher, ihr tut euch nicht dabei weh oder verletzt euch nicht dabei, dann ist es richtig und dann passt es und dann ist es schön. Und das gebe ich eigentlich jedem mit.